Heimkinogefühl für den Preis von ca. 10 Kinotickets, denn dieser Beamer will sich für sehr wenig Geld mit großen Full-HD-Beamern in eine Reihe stellen. Kann er sich wirklich mit teuren Beamern messen? Wie ist die Bildqualität, Helligkeit und wie gut schlägt er sich in hellen Räumen und verschiedenen Szenarien? Kann man sein Smartphone damit verbinden? Zieht der Strom wie ein Vampir auf Red Bull oder spart ihr dir wirklich Geld wie Mr. Krabs bei SpongeBob's Logo? I like money! Damit du deinen Kauf nicht bereust, schau dir bitte das Video bis zum Ende an und wie immer, wenn dir eine Frage in den Kopf schießt, schreib sie in die Kommentare und ich werde sie liebend gern beantworten. Falls nicht, lass mir deinen Lieblings-Emoji für den Algorithmus da. Der Solange P92 Max, so wie es hier heißt, ist meist für unter 200 € im Angebot, während andere Beamer mit den gleichen Features meist ab 400 € starten. Wo muss man aber hier bei dem Preis Kompromisse eingehen? Lass uns tiefer eintauchen. Auch wenn mir dieser Beamer für das Review gestellt wurde, gibt es bei mir kein Schönreden. Was mir negativ auffällt, wird direkt gesagt. Ich will nicht, dass ihr euer Geld umsonst aus dem Fenster schmeißt und ich würde auch meins nicht da rausschmeißen wollen, wenn mir jemand anders darüber erzählen würde. Auf den Datenblättern haben alle Beamer coole Versprechen, so auch dieser. Full HD, Bluetooth Dual Support, Wi-Fi 6 und Android 13 Betriebssystem. Sogar eine Netflix-Zertifizierung wird hier beworben. Ist alles wahr, was man hier verspricht? Eine Sache ist mir beim Auspacken des Beamers direkt ins Auge gefallen. Es sieht von unten aus wie das Mac Studio, da hat sich wohl jemand vom Airflow des kleinen Apple-PCs inspirieren lassen. Ob das Ding leiser brummt, wir werden sehen. Oder besser gesagt, hören. Die Verpackung ist schlicht, kam aber leider verbeult bei mir an. Danke DHL. In der Box findet ihr den Beamer, eine Fernbedienung, definitiv eine Verbesserung zur High 320 Serie, mit Netflix-Button, ein Kabel, das wieder mal so kurz ist wie eine Lakritzstange und eine Halterung, die sowohl für den Tisch als auch für die Wandmontage gedacht ist. Aber das kurze Kabel nervt mich wirklich, wobei die starke Lichtleistung das wieder gut macht, denn der Beamer kommt mit 400 ANSI-Lumen und Full HD Auflösung. Begrüßt wirst du von einem modernen, an den Beamer angepassten Android 13 Betriebssystem, das sehr schön aussieht, aber ein kleines Manko hat, auf das ich später zu sprechen komme. Ich glaube, du bist eher auf das Bild- und Soundqualität gespannt, als auf den ganzen anderen Schnickschnack, den ich dir hier erzählen will. Da kann ich wirklich beruhigt sagen, wer schon mal einen günstigen Beamer gesehen oder getestet hat, bekommt hier auf jeden Fall ein Upgrade. Du hast ein scharfes Bild ohne Flackern oder so Doppelkonturen. Ich hatte die Befürchtung, durch den automatischen Fokus, den dieser Beamer bietet, irgendwelche Verzerrungen zu sehen. Was die Farbdarstellung angeht, sie ist wirklich gut, out of the box. Aber du kannst die Farben im Menü anpassen, wenn es dir lieb ist. Apropos Menü, hier findest du eine 6-Punkt-Keystone-Korrektur, die ich auf jeden Fall nicht missen will bei keinem dieser günstigen Beamer, denn du willst ja auch das Bild je nach deinem Belieben auch ändern wollen. Falls du den Beamer nicht exakt gerade auf die Wand projizierst, kannst du das ja auch mit diesen 6-Punkt-Keystone-Korrektur tun. Der Beamer sieht aus der Entfernung sehr edel aus. Er hat eine Stoffummantelung, die man mit dem Stoff des Alexa Dots vergleichen könnte. Die Linse ist geschlossen. Ob da Staub reinkommt, wird sich über die Langzeittests hier zeigen. Abonniere meinen Kanal, damit du es nicht verpasst. Das würde mich sehr supporten. Das Gehäuse besteht leider bis auf die Metallplatte aus Plastik. Das macht ihn leicht und gut transportabel, gibt ihm aber nicht gerade ein Luxusfeeling. Das Schöne ist, dass du hier direkt ohne Schnickschnack loslegen kannst und sofort auf YouTube, Netflix und andere Streamingdienste zugreifen kannst. Doch da ist mir etwas aufgefallen. Es gibt zwar einen App Store, aber nicht den Google Play Store. Warum man darauf verzichtet hat, verstehe ich wirklich nicht. Aber wir werden sehen, ob ich ihn später installieren kann. Was das Bild angeht, das Bild ist für diesen Preis wirklich kontrastreich und auf jeden Fall besser als beim High 320. Durch den Standfuß konnte ich das Bild auch auf eine Dachschräge projizieren, aber ich habe die Justierung vom High 320 vermisst, obwohl sie auch Mankos hatte. Du kannst den Standfuß zwar easy installieren, aber es gibt keinen vordefinierten Projektionswinkel. Den einen mag es stören, den anderen nicht. Man muss aber auf jeden Fall die Verschraubung lockern, damit man den Beamer beim Justieren nicht aus Versehen beschädigt. Jetzt ehrlich, ein Beamer wäre kein Beamer, wenn er nicht eine große Projektionsfläche bieten würde. Der Solange P92 Max hat eine Projektionsrange von 40 bis 150 Zoll. Damit ist er ideal für geile Gaming- und Filmabende. Und ohne die PlayStation 5 anzuschließen und zu zocken, wäre es kein echtes Alice Great Beamer Review.
Ich nutze gerne die PS5, um die Möglichkeiten des Beamers zu testen, zum Beispiel die Bildwiederholrate, HDR-Support und Screen-Tearing. Der Solange Beamer hat mit seinen 60 Hz die meisten Videospiele abgedeckt. Wer aber kompetitive Spiele wie Call of Duty und Fortnite zeugt, kann zwar flüssig spielen, aber keine 120 Hz erwarten. Eine Latenz habe ich beim Dragon Ball Z Game nicht gespürt. HDR supportet es auch nicht. Nun zu der Soundqualität. Der Beamer hat eine Mono-Box integriert, die besser als viele günstige Beamer ist, aber nicht mit teureren verglichen werden kann. Hier eine kleine Hörprobe. Ohne dass man halt groß etwas justieren muss oder sowas. Aber du hast auch nicht die Möglichkeit, das irgendwie zu justieren. Zum Stromverbrauch. Ist er wirklich ein Vampir? Der Beamer zieht hier bei mittlerer Lautstärke und voller Helligkeit 70 Watt. Für diese Bildgröße ist das auf jeden Fall angemessen. Ein Fernseher in dieser Leinwandgröße würde locker das Vierfache ziehen. Daher ein Pluspunkt. Und ich weiß, das größte Manko vieler günstiger Beamer ist die Lüfterlautstärke. Aber hier bin ich echt überrascht. Er ist nicht viel lauter als die Raumlautstärke, wenn jemand im Raum redet. Mit Film oder Gaming Sound wird man das sowieso überdecken können. Ich glaube, dass das große Beamer-Gehäuse für besseren Airflow gesorgt hat. Trotzdem kann man ihn nicht mit Beamern über 400 Euro oder höher vergleichen. Ist der Beamer geeignet für dich oder solltest du upgraden, wenn du einen günstigen Beamer wie den High 300 oder High 320 zu Hause hast? Also eins muss ich wirklich hier sagen, man merkt, dass man mehr Geld in die Hand genommen hat. Die Bildqualität ist um Längen besser als bei den günstigeren Beamern. Ein Gitterraster ist nur von ganz nah zu sehen. Es ist ein Tick leiser als andere günstige vergleichbare Beamer, was die Lüfterlautstärke angeht. Als Hauptbeamer fürs Wohnzimmer würde ich es trotzdem nicht empfehlen. Für ein Fußball-Event, ab und zu im Wohnzimmer schnell aufbauen für einen Kinoabend oder als Hauptschlafzimmer oder Kinderzimmer Theaterkino-TV ist es genial. Ich finde, dass du direkt auf die beliebtesten Apps ohne zusätzlichen Dongles zugreifen kannst, macht es wirklich portabel und bequem zum Nutzen. Zwar ist die integrierte 5-Watt-Box wirklich vergleichbar gut mit den günstigeren Beamer, aber wer auf richtig guten Sound Wert legt, sollte per Bluetooth oder Klinke eine externe Soundanlage verbinden. Manko ist, dass man hier keinen Google Play Store hat, wobei sogar Spotify, TikTok, Twitch auf diesem Beamer zu finden waren. Du kannst aber hier zu einem TV-Stick wie Google TV oder Fire TV Stick greifen und hast eine viel größere Vielfalt an Apps und du beanspruchst die Leistung des Beamers, was Power angeht, nicht. Falls du günstige Gaming- und Tech-Gadgets liebst, abonniere den Kanal und eine weiße Taube wird wieder neu geboren. Ansonsten, Freunde, wie immer, einen schönen Abend und ciao!